Hi Leute, wir sind back in action hier in Norwegen und wir sind jetzt gerade an der Heeresküstenbatterie Stamsund und Melanie ist hier schon am Forschen. Sie hat schon hier die ersten Sachen entdeckt. Also wir befinden uns jetzt hier, ich kann euch das nochmal eben da hinten zeigen, direkt praktisch in dem Hafengelände, wo auch sonst macht ja so eine Heeresküstenbatterie halt keinen Sinn. Und ja, die sollte hier halt wieder den Hafen, Zufahrt und ja, den Küstenstreifen allgemein sichern. Und wir gucken einfach jetzt mal, was wir hier finden. Also was erstmal merkwürdig ist, wir haben hier sehr viele von diesen Kammern. Wir haben schon eine gesehen, die haben wir jetzt nicht gefilmt, die war genauso gemacht. Also hier war nur eine Tür drin. Hier liegt zwar Unrat jetzt drin, aber ihr könnt es da hinten sehen, das war nur eine Kammer. Das ist nicht nachträglich zubetoniert oder ähnliches. Und hier ist noch eine Kammer, okay. Es kann auch sein, dass wir uns jetzt hier in dem Bereich auch irgendwie schon ja, in einer Bettung befinden. Das kann ich jetzt nicht mit Sicherheit bestimmen, aber weil es ist sehr ungewöhnlich, dass so viele kleine Nischen und Kammern hier sind. Wir gucken jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt hier oben praktisch auf dieser Klippe her. Und ja, wir nehmen jetzt einfach, wie gesagt, einfach alles mal auf, was wir hier finden. Viel mehr gibt es eigentlich zu diesen Heeresküstenbatterien dann auch nicht mehr zu sagen. Nur noch mal im Einzelnen, was halt für Geschütze hier gestanden haben, Belegschaft und so weiter. Aber wie gesagt, was halt immer spannend ist, ist die Eigenart dieser Küstenbatterien und ja, wie sie sich hier praktisch in den Felsen gearbeitet haben. Ihr könnt es auch noch mal sehen, wir gucken jetzt praktisch hier über Stamsund, so ein kleines Städtchen hier. Hafengelände, Hafenbereich. Und von daher ist das auf jeden Fall auch wieder eine ganz interessante Geschichte. Ja, hier sind jetzt auch überall teilweise so kleine Nischen und Löcher. Hier ist auch noch irgendwie Holz drin. Boah, ich hänge. Also man sieht es aber hier, das ist auch. Ja, hier ist betoniert. Hier sieht man das hier. Darunter ist betoniert. Und hier sind so Steine aufgeschichtet. Also das ist auch irgendwas gewesen. Und hier ist jetzt nur irgendwie noch so ein altes Holzgestell drin. Tja, auch wieder irgendwie als... Naja, würde ich auch schon nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, es könnte was... Aber man hat es ja hier wieder betoniert. Entweder gehörte das zum Grabensystem, weil das hier drin weitergeht, wie so eine Art Deckungsgraben. Weil das ist ja jetzt hier alles zugewachsen. Der ganze Quatsch. Wir müssen mal gucken, ob wir jetzt hier hinten hochkommen. Also Melanie hat hier wieder was entdeckt. Ja, es geht hier wieder rein. Das ist ja... Achtung, pass auf. Also eine ganz schmale Geschichte ist das hier wieder. Ich nehme euch mal mit rein. Also das sieht man halt teilweise von oben gar nicht. Melanie stand jetzt kurz davor und sah, dass es hier wieder runter geht. Und hier ist tatsächlich so ein schmaler Streifen. Ja, das ist ein Unterstand, Und hier konnte man sich jetzt wieder, wie man es so kannte, in Deckung bringen, wenn es ein Bombardement gegeben hat, dass man hier kurzfristig Schutz suchen konnte. Also es war jetzt nicht diese üblichen Wohnbunker, die da noch gebaut wurden, sondern einfach hier direkt an der Stellung, an der Bettung, wo die Kanonen halt standen. Ist auch nicht sehr hoch. Einfach wieder nur eine kleine Luftschutzanlage letztendlich. Puh. Ja, hier kommt Moderne und Geschichte wieder zusammen. Hier ist ein
5G-Mast, also Netzabdeckung ist hier immer vorbildlich. Also da kann es wirklich in der Walachei sein. Da könnte sich Deutschland mal ein Beispiel dran nehmen. Außer internettechnisch gibt es kaum eine Ecke, wo man keinen Empfang hat. Das muss man wirklich sagen. Ja, deshalb nutzen die das hier natürlich, um hier an dieser Position sowas auch wieder aufzubauen. Wir haben auf jeden Fall hier mehrere Betonkonstruktionen am Felsen. Da hinten geht es wahrscheinlich weiter. Hier oben ist so ein Stern aufgebaut, der dann leuchtet abends bzw. nachts. Da ist auch Bruchstein übereinander, auch da wird eine Stellung gewesen sein. Und es kann sein, dass wir hier eventuell schon den Leitstand dieser Heeresküstenbatterie erreicht haben. Gut, das ist jetzt natürlich wieder alles ein bisschen näher an der Zivilisation. Hier hat man schon die Tür rausgerissen, die auch gar nicht mal so leicht ist im Regelfall. Ja, die ist sehr schwer. Ja, aber wir gucken trotzdem mal. Ja, bin ich mir unsicher, ob die wirklich sehr alt sind oder ob die nachträglich hier einfach reingekommen sind. Weil man das vielleicht noch eine Weile nachgenutzt hat. Ja, man sieht es halt hier auch. Da muss man jetzt, sage ich mal, die Augen, ja, beziehungsweise das Ganze nur mit einem Auge betrachten, weil hier ist natürlich wieder viel passiert. Aber was mich wundert, ist diese Belüftungsanlage hier oben. Hier steht Warning, Isolate Box before removing cover. Also scheint das nachträglich hier reingekommen zu sein. Man hat hier also eine Nachnutzung gehabt. In welcher Form, weiß ich nicht. Ob das jetzt museumstechnisch genutzt werden sollte oder vielleicht sogar im Kalten Krieg, weil das ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig. Weil diese Türen, die hier unten alle sind, das ist so ein bisschen, keine Ahnung, 70er, 80er Style, würde ich jetzt mal behaupten. Was ist denn hier oben noch? Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier jetzt irgendwie noch so viel Stuff ist. Hier geht es irgendwie nach oben. Das sieht mir schon fast aus wie so ein Tuppruck hier oben. Okay. Hä? Aber was ist das denn hier? Das sieht komisch aus. Also hier ist eine Drahtrolle. Aber was ist das denn hier unten? Das macht mir immer ein bisschen Angst, sowas. Aber kann ich mir schwer vorstellen, dass hier sowas liegt. Das ist jetzt irgendwas. Das wird wahrscheinlich eine Batterie oder sowas sein hier unten. Aber ich packe das nicht an. So, und hier sind in der Tat noch so alte Kisten. Mal aufpassen, was man jetzt hier macht. Also hier ist noch Stuff, Melanie. Guck mal, aber hier an der Seite ist wie so eine Art Batterie, aber kann auch was anderes sein. Das geht hier an diese Drahtrolle. Und hier steht, ich kann das nicht lesen, das muss irgendwas Norwegisches sein an der Kiste. Also hier ist noch irgendwie Stuff drin, Haufen Kisten. Hier steht Gasplanen 80 GOT, Kiste Nummer 779. Kiste Nummer, also irgendwie Deutsch und Norwegisch. Da ist noch irgendwie so ein Zettel da unten. Oh, ich auch nochmal hoch. Batterie von 1965. Batterie Information Anker. Das muss man jetzt alles übersetzen. Oslo. Okay, ja, wir sind hier auf jeden Fall im Leitstand, würde ich mal so behaupten. Ich komme eben kurz raus, runter. Hier steht auch Viking Elektronik. Hier unten. Das ist, weißt du, ich habe den Eindruck, dass das hier im Kalten Krieg noch genutzt wurde.
Weil die Türen und alles, das ist hat nichts mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Es kann sein, dass die das da noch genutzt haben. Ja, also die haben da auch, wie gesagt, eine neue Filteranlage. Das haben wir ja gerade im Eingangsbereich gesehen. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, aber ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass die Anlage im Kalten Krieg noch weiter genutzt wurde. Für Beobachtungszwecke, Radarstationen etc. Weil das ist ja hier auch alles norwegisch. Vielleicht ist das hier so eine Art Heizlüfter oder sowas, ich weiß es nicht. Weil das hat man ja auch schon häufig, dass einfach Anlagen aus dem Zweiten Weltkrieg von den Norwegern übernommen wurden und ja, weiter ihren Dienst getan haben im Kalten Krieg. Hier haben sie auch irgendwie so einen Haufen Zeug rausgerissen. Hier wird wahrscheinlich irgendwie, hier ist Telefon wahrscheinlich gewesen. Weitere Elektronik hier. Ist das hier so eine Art Schaltkasten hier verbaut gewesen ist. Weil hier auch diese ganzen alten Schalter und so weiter. Das ist alles so Stuff aus den 70er, 80ern. Ich gehe jetzt mal da hoch. Und schauen wir mal, was da oben jetzt ist. So, ich bin jetzt hier hochgeklettert. Hier ist die Leiter, da unten seht ihr nochmal Melanie. Ja, und jetzt sind wir hier, ich würde schon sagen, das ist so ein Topruck. Also man hat hier praktisch nur so ein Löchlein. Und dann hätte man das hier, diese Klappe hier aufmachen können. Aber das ist alles festgerostet. Und hätte da oben halt rausschauen können oder schießen können. Und dann ist jetzt hier einfach nur so eine Klappe. Und dann wäre das verschlossen gewesen. Ja, hier sind auch noch ein paar Kisten. Oh, ich versuche mich mal ein bisschen aufzurichten. Aber mehr ist hier nicht. Und dann geht es wieder runter. So, jetzt sieht man die Anlage hier nochmal von draußen. So, hier geht jetzt auch ein Mast her. Und hier sehen wir jetzt ganz eindeutig, dass das hier der Leitstand ist. Ihr habt wieder diesen nach vorn gewölbten Bereich. Da gehen jetzt halt auch Kabel rein. Ich glaube, den Bereich haben wir jetzt nur zum Teil sehen können. Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Ne, wir sind ja drin gewesen. Aber wir sind da vorne gewesen. Ich gehe jetzt einmal hier rum. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Weil hier ist alles jetzt zugeschmiert. Also alles betoniert so gesehen, dass man hier nicht mehr durchschauen kann. Hier gehen wir einmal noch mal kurz auf diese Seite. Fällt mir schon auf, hier wird eine Flakstellung gestanden haben. So, hier ist das Hafengelände. Da unten sehe ich noch ringsrum Beton hier unten drin. Das wird eine Kanone gewesen sein, eine offene Bettung. Da unten ist irgendwas verrammelt. Und das meine ich halt. Überall wurde sich dann noch mal in diese Felsblöcke gearbeitet. Ah ne, ja, wir waren hier drin. Hier nochmal. Ich will jetzt nicht unbedingt da an die Seite, wo der Strommast hergeht. Ja, wir waren hier drin, genau. Wir waren hier oben drin. In dem Bereich und unten war der Vorraum. Ja, okay. Das ist der Leitstand. Und das war hier der Eingangsbereich. Und hier war auch noch irgendwas aufgesessen. Auf diesem Sockel auch wieder anders, der Leitstand. Ne? Wieder eine komplett andere Konstruktion. Also das Basismodell wird halt irgendein Regelbau sein. Vermute ich mal. Aber die Kombination jetzt hier mit dem Topruck und so weiter. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob das jetzt hier schon als Topruck bezeichnet wird. Weil das schon sehr schmal ist, diese Engstelle hier oben. Und so spitz zuläuft. Topruck sieht eigentlich auch schon wieder ein bisschen anders aus. Aber könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Also wir haben jetzt gerade noch mal nachgeschaut. Es waren hier auf jeden Fall zwei 15,5 cm Kanonen, 10,5 cm Kanonen und 2 cm Flugabwehrgeschütze.
in dieser Heeresküstenbatterie installiert. Und jetzt gehen wir hier gerade auf eine Bettung für einen 2 cm Flakgeschütz, was hier installiert gewesen ist. Können wir das noch schön sehen. Hier hat man natürlich für die Flugabwehr beste Voraussetzungen, hier alles zu sehen. Jetzt sehen wir den Leitstand auch noch mal ganz gut hier von der Position. Hier sehen wir, wie es unten wieder in einen Deckungsgraben geht oder allgemein so ein Bunker für Deckung. Da unten entweder ist das halt wirklich eine Bettung oder Zisterne, weil sich da auch so schon Wasser sammelt. Das kann auch sein, das haben wir häufig gesehen, dass solche Zisternen hier noch mit gesetzt gewesen sind, wo man einfach Wasser gespeichert hat. Dann haben wir da unten wieder einen weiteren Bunker. Da unten geht es irgendwie rein, das ist so halb verbrettert. Und da sehe ich auch ein bisschen was Rostiges liegen. Vielleicht sehen wir da noch das ein oder andere Relikt. Da sind wir ja scharf drauf, noch irgendwas zu sehen. Da haben wir ja schon hier wirklich Erfolg gehabt, muss man einfach so sagen. Ne? So, wenn man jetzt in diese Richtung schaut, haben wir da noch einen kleinen Bunker oder Unterstand. Und hier kann ich jetzt nicht reinschauen wegen dem Busch, der hier vorne ist. Aber man kann davon ausgehen, dass das hier überall in die Felsen geht. Und wie gesagt, wo wir hier angefahren sind, das siehst du so gar nicht. Das siehst du erst, wenn du wirklich hier oben bist. Diese natürliche Deckung und Tarnung, die war schon sehr, sehr wertvoll. Das hat man dann einfach aus einer Distanz überhaupt gar nicht gesehen. Und ich denke mal, auch die Kanonen, die hier gestanden haben, die haben sie schon gut getan, sage ich einfach mal. Ja, hier muss man immer ein bisschen aufpassen. Hier sind teilweise so Löcher, die dann auch schon wieder in Unterstände gehen. Hier auch. Hier ist jetzt irgendwas zu betoniert. Hier, das ist alles. Hier geht es runter überall. Nicht, dass wir hier gleich irgendwo tiefer gelegt sind. Zack. Aber wir wollen ja jetzt hier auch keine gut ausgebauten Wanderpfade. Das ist natürlich nichts für uns. So, da drüben ist Mella. So, dann gehen wir noch mal eben kurz hier hoch. Ihr könnt das hier sehen, hier ist teilweise halt betoniert. Haben wir hier wieder einen Bereich. Auch hier sollte jetzt eine 2 cm Flak sein. Es kann sein, dass die auch hier oben gesetzt wurde. Die muss ja nicht unbedingt immer auf Sockeln stehen. Haben wir hier eine Kammer. Hier haben sie noch eine Kammer an den Felsen gebaut. Ne, hier ist die Bettung. Da versteckt dahinter. Ne, das ist die 10,5 cm Kanone. Tut mir leid. Habe ich jetzt gerade verwechselt. Die stande hier. Direkt feuerfrei auf die Küstenlinie. Opa. Da könnt ihr das nochmal von oben sehen. Hier unten wird eine Straße neu gemacht. Und dann hat man sich hier im Prinzip reingearbeitet in den Felsen. Aber ihr seht auch, wie steil das hier auf der Seite runter geht. Also auch angreifbar war es halt wieder sehr, sehr schlecht. Da musste man schon schauen. Meistens hat man dann das Hinterland auch entsprechend vermint, dass man das nicht so einfach jetzt hätte umgehen können mit so einer Landungsoperation und dann einfach von hinten angreifen. Jo. Gucken wir uns einfach mal den Rest an, würde ich sagen. So, wir stehen jetzt hier vor dem Eingang. Hier oben gehen ein paar Haken her. Hier werden Isolatoren dran gewesen sein, um Strom nach oben oder nach unten zu bringen. Und hier, ja, hier müssen wir ein bisschen jetzt aufpassen. Dieser Felsen sieht nicht gut aus. Und hier haben sie, glaube ich, auch schon so Müll reingeschmissen. Ich werde jetzt mal ganz achtsam hier reingehen an dieser Stelle. An alle wieder nicht nachmachen.
Wir haben jetzt hier auch wieder keinen Helm mit. Deshalb bitte lassen sowas. Da sind wir in der Hinsicht kein gutes Vorbild. Puh. Also hier ist auf jeden Fall einiges an modernem Müll noch drin, den man hier auch verbrannt hat. Das ist leider wieder in den Bereichen, die halt nah an der Zivilisation sind. Ne? Da ist, brauche ich auch nicht wiederholen, das ist leider so. Hier sind aber wieder, finde ich, sehr moderne Abluftrohre. Kann sein, dass hier auch die norwegische Armee noch das Ganze nachgenutzt hat. Auf jeden Fall ist das hier größer. Vielleicht ist das auch das Munitionslager gewesen, weil das wieder schön im Berg ist. Und hier an der Stelle kommt man auch wieder raus. Ja, ist leider sehr stark vermüllt. Aber das ist nicht verwunderlich. Das ist wie überall. So, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich jetzt hier rausgekommen wäre. Hier liegen ein paar Sachen rum, die aber zum Teil noch mit Stacheldraht ummantelt sind. Weil hier musst du auch aufpassen, hier liegt das wirklich noch rum. Hier sind irgendwelche Gestänge. Es kann sein, dass das Wasserleitungen sind, die auch aus dem Bunker gekommen sind, und das hat man hier rausgenommen und hat sich jetzt hier was hingestellt, um das abzusperren. Nee, ich glaube, hier bin ich nicht rausgekommen, oder? Das könnte noch mal interessant werden. Da ist sogar noch eine Holztür drin. Wow. Okay. Ich weiß jetzt noch nicht, wo dann der anderer Zugang war. Ah, das ist, glaube ich, noch mal so eine... Nee, das ist anders ein bisschen und höher vor allen Dingen. Vielleicht ist hier Stromversorgung untergekommen gewesen. Die Bretter. Das Teil der Verschalung ist hier oben sogar noch drin. Seht ihr mal, ups. Kann auch sein, dass es ein Wohnbunker war, dass hier ein Ofen war. Weil hier kann ich jetzt ordentlich schön stehen. Ne? Weil da geht ein Rohr her. Jetzt habe ich doch noch den Ausstieg, glaube ich, gefunden. Wir sind jetzt oben drauf. Oder? Ne, ist auch wieder nur eine Kammer. Hier unten ist auch noch eine. Manchmal frage ich mich auch immer, ob in diesen Ecken noch irgendwas ist. Aus Kriegszeiten, also Kleinstrelikte. Hier unten wären wir rausgekommen. Da war jetzt nämlich dieser Abbruch vom Felsen, den ich gesehen habe. Da unten wären wir jetzt hier rausgekommen. Dann ist hier oben nämlich noch eine MG-Stellung. Und hier ist nämlich noch mal eine Flakstellung. Also ihr seht wirklich, das ist hier alles so verschlungen. Geht es hier über den Felsen her. Ist schon krass gemacht. Hier sind die Gräben. Das könnte noch so eine Stange sein, die man hier über die Gräben gemacht hat, um die zu verschließen. Also um die abzudecken. Damit man die Gräben nicht, weil man die sieht man ja ganz gut aus der Luft. Ja, wenn man jetzt mal auf Google Maps geht über alte Schlachtfelder, dann sieht man die Gräben von oben ja ganz gut, und deshalb hat man die dann wieder zusätzlich abgetarnt, indem man solche Gestänge reingemacht hat in den Felsen,
und dann halt obendrauf Tarnmaterial auf verschiedenste Art und Weise. Auch hier seht ihr ja, sind noch Bohrungen mit Sockeln. Hier war auch was aufgeschraubt. Das kann natürlich auch für Scheinwerfer etc. gewesen sein. Das ist dann immer wieder so eine Sache, dann bräuchte man noch Originalaufnahmen von der Heeresküstenbatterie, um das genau zu verifizieren, wo was stande. So habe ich immer nur die Infos, an welchem Punkt, ja, was für ein Waffensystem halt installiert gewesen ist. Aber jetzt nicht, wie es dann wirklich so ausgesehen hat mit Tarnung und so weiter. Das jetzt nicht. So, und hier unten, das ist die Zisterne, der Bereich. So, wir sind ja einmal hier rumgelaufen. Hier gibt es nochmal die schöne Aussicht. Und hier ist auch schon wieder was merkwürdig. Zack. Hier ist nochmal scheinbar ein größerer Zugang. Nur kommen wir jetzt hier nicht eben so easy runter. Das sind hier bestimmt 2,5 Meter. Aber ich glaube, das ist wieder so ein Deckungsbunker. Ja. Der geht nicht weit, der geht wieder nur bis hier vor. Geht nicht weit rein, aber ich guck mal eben. Willst du nicht hier einen Rechner an der Seite? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt runter will. Ja, aber ich muss ja wieder hoch, oder nicht? Ich will nur gucken, ob hier was ist. Ist nämlich nur ein Raum. Lohnt sich nämlich gar nicht, hier runter zu gehen. Das wollte ich nämlich eigentlich nur checken. Ist nur ein Raum, ja. Also ich habe jetzt eben geguckt, damit wir nicht runter müssen, weil es ist echt schon tricky und jetzt fängt es wieder an zu regnen. Wo wir uns echt ein bisschen konzentrieren müssen. Wir müssen jetzt im Prinzip hier hoch und da ist sogar noch eine Höhle irgendwie da oben. Bei dem Mast kann auch sein, dass da auch noch irgendwas ist. Ich glaube hier vorn. Hier haben wir noch irgendwie so ein kleines, ja, so einen kleinen Verschlag aus Metall. Vielleicht stand da mal irgendwas drunter, was gesichert werden musste, irgendwelche Elektronik. Weil hier ist nämlich die nächste Bettung für einen Flakscheinwerfer. Für Flakscheinwerfer sage ich schon, auf leicht, kann ja sein. Beziehungsweise 2 mm Flakgeschütz. Hier haben sie auch noch was betoniert. Das heißt, hier muss wahrscheinlich noch ein Bunker oder sowas sein. Ja, da würde es im Prinzip auch reingehen. Das ist wieder das, was wir jetzt schon ein paar Mal hatten. Das wiederholt sich dann. Deshalb kriege ich da jetzt nicht rein und mit Sicherheit wird es da auch kein Relikt geben. Aber es ist schon interessant, wie die das sich hier zu eigen gemacht haben. Oh, was ist denn da drin? Das sieht aber krass aus. Oh, das ist mir beinahe passiert. Jetzt bin ich in so ein Loch gefallen. Da hinten sind ein Haufen Trassierstangen. Ich weiß nicht, wo man da besser rankommt. Ich muss mal eben kurz die Taschenlampe rausholen. Das schreit nach Relikten hier hinten. Könnt ihr das erkennen? Vermutlich nicht, ne? Mal gucken, ob man da anders rumkommt. So Leute, ich kämpfe mich jetzt mal für euch auf diese Seite her. Vielleicht wären wir da jetzt ein bisschen schlauer, was das sein kann. Weil logisch, hier können natürlich in jeder Spalte irgendwas noch sein, was den Krieg hier überlebt hat. So, ich mache jetzt mal
Licht an. So. Also das sind auf jeden Fall sehr alte Trassierstangen hier. Und Reste von einem Zaun, Maschendrahtzaun. Es kann aber auch alles etwas neuer sein. Schwer zu sagen, aber was anderes ist dann auch nicht dazwischen. Ich glaube, das ist einfach nur ein alter Zaun. Da hinten ist noch eine Metallplatte, aber sonst nichts. Naja, wir haben es zumindest gecheckt. Aber das muss jetzt nicht unbedingt was aus dem Zweiten Weltkrieg sein. Und wenn, wäre es jetzt, glaube ich, auch für uns nicht so spannend. So, erstmal wieder raus aus der Nische hier. Ja, Melanie sagt, es ist auch schon eine kleine Sporteinheit. Also wir haben die Anlage jetzt einmal praktisch umrundet. Wir sind jetzt wieder am Leitstand angekommen. Wir sind einmal hier an der Seite her an den ganzen Bettungen komplett nach unten gegangen. Da in diese Kaverne rein, uns die Bunker noch angeschaut, hinten hoch und jetzt hier wieder rum, um ja so alle Bettungen so ein bisschen anzulaufen. Also das war schon krass und zeigt halt auch, wie schwer das Gelände jetzt ist. Und ja, also die werden sich halt hier entsprechend Deckungsgräben eingerichtet haben, die man jetzt halt nur noch sehr sporadisch erkennt, weil die mussten natürlich Entschuldigung, auch ein bisschen schneller von A nach B kommen wie wir jetzt. Also das war jetzt wirklich eine Kraxelei und ja, wir hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat und ihr hier noch ein bisschen was sehen konntet, dass wir euch hier was zeigen konnten. Schaut euch das nächste Video an, lasst uns ein Abo da, ein Like und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!